So, hallo zusammen. Ich habe den Wagen jetzt über einen Monat und 2000 Kilometer gefahren und wollte mal euch ein Zwischenfazit geben, was so positiv und negativ ist. Also ich würde mit den negativen Punkten mal anfangen. Die größten, die ich habe, das wären einmal die Schildererkennung. Da habe ich ja auch ein separates Video zu. Die ist wirklich schlecht, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Das wäre der erste negative Punkt. Der zweite negative Punkt, den ich sehe bei dem Auto, ist auf jeden Fall der Spurhalteassistent. Wenn er keine Linien hat, dann fährt er nämlich einfach Mitte der Spur, egal wie breit die ist. Also auf Landwegen dann zum Beispiel voll in der Mitte und es würde keiner von der Gegenspur vorbeifahren können. Das heißt, da ist er unbrauchbar. Da könnten sie mal schauen, dass sie sich am rechten Fahrbahnrand auch mehr orientieren würden. Dritter negativer Punkt wäre für mich auf jeden Fall das seitliche Einparken, das automatische in Lücken. Ja, er ist 4,7 Meter lang. Ähm, aber da sind Lücken dabei, die man selber schaffen würde, würde ich behaupten, und er die dann nicht ordentlich und sauber reinfährt. Wenn er Hilfslinien hat und Parkplätze ganz normale, die macht er super, also wirklich mittig und alles, aber das ist ohne Linien und seitlich halt echt bisschen schwieriger. Da sollte man dann lieber selber einparken, meiner Meinung nach. Das wären jetzt erstmal so die groben negativen Punkte. Und jetzt kommen die positiven Punkte. Auf jeden Fall die Beschleunigung, der erste Punkt. Die Beschleunigung bei dem Wagen ist super. Der Komfort ist der zweite Punkt. Also ich hatte noch nie so ein gutes Fahrwerk, obwohl ich schon Audi A6 gefahren bin, die auch keine schlechten Fahrwerke hatten. Weil ich muss sagen, das ist wirklich sehr komfortabel, dämpft alles super ab. Dann der dritte Punkt, gute Punkt, ist auf jeden Fall die Dämmung. Also die Lautstärke im Wagen, selbst bei hohen Geschwindigkeiten, ist wirklich minimal. Von den Reifen ein bisschen die Straßenverhältnisse dann. Punkt 4, der top ist, meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall die Verbrauchswerte. Also in der Stadt kommt man wirklich, wenn man nur Stadt fährt, ein bisschen auf so 11 kW, 12 kWh. Entschuldigung, nicht kW, sondern kWh natürlich. Ähm, und auf der Autobahn mit 120 sind das so 16, 17. Und wenn man 150 oder ein bisschen schneller fährt, dann kommt man halt mal auf die 26 bis 30 kWh. Was ich aber auch absolut top finde, wenn man das längere Geschwindigkeit macht. Da will ich definitiv auch nochmal einen Test zu machen. Da muss ich nur noch einen Autobahnabschnitt finden und vielleicht nachts das machen, dass man wirklich komplett mal 214 fährt und ein längeres Stück und euch dann zu zeigen, wie der Verbrauch dann ist. Nächster positiver Punkt ist auf jeden Fall die Sprachsteuerung. Die ist wirklich top. Also ich mache fast alles mit der Sprachsteuerung. Ich nutze kaum den Bildschirm. Dann auf jeden Fall noch ein riesen Pluspunkt ist das Head-Up-Display. Das will ich euch auch nochmal in einem separaten Video zeigen, wie stark das einfach ist. Also man braucht den normalen Display bei der Fahrt meiner Meinung nach gar nicht. Man kann mit Sprachassistent und mit dem Head-Up-Display alles erkennen und machen. Das ist meine Erfahrung. Also das ist wirklich stark, dass man da die Totwinkelkameras mit eingeblendet bekommt, wenn man rückwärts fährt, wenn man ja, also er zeigt dir halt wirklich so viel an. Das ist auf jeden Fall ein Riesenpluspunkt, das Head-Up-Display. Mehr fallen mir gerade nicht ein, aber ich sag mal so, die negativen Punkte, die er hat, kann ich soweit verkraften. Für mich zählen die positiven Dinge bei dem Auto mehr. Ich bin wirklich zufrieden. Dann liste ich euch nochmal alle positiven und negativen Punkte hier auf und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.
Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Das wäre super lieb. Bis dann.